Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Heute zeige ich dir meine kleine Wurmkiste. Vor einem Jahr baute ich sie aus Einwegpaletten. Diese waren der Abfall einer Dachdeckerei. Eine grobe Skizze, paar Nägel und ein Tag Arbeit. Die fertige Kiste stellte ich in ein schattiges Plätzchen. Die Überdachung sorgte dafür, dass es nicht reinregnet. Auf ein Baumwollhandtuch kam die erste Schicht, das war 1/3 Humus mit Kompostwürmern. Nach paar Tagen lebten sich die Würmer ein und schon konnte ich meinen Biomüll kompostieren. Außer Zwiebeln und Knoblauch mögen die Würmer eigentlich alles. Sie sind Rohveganer, also keine gekochte Essensreste. Mit jeder Mahlzeit kam noch Kalk hinzu. Das sind bei mir die zerstampften Eierschalen. War alles verzehrt, kam die nächste Raubtierfütterung. Zu viel Essen macht Bauchweh. Das gilt für uns und auch für die Tiere. Eine Laubschicht als Dämmung kam im Dezember dazu. So haben die Biester auch Minusgrad draußen ganz gut überstanden. Die Blätter in der Kiste dienten als Nahrung für die Kleinen. Bioabfälle und Zellulose ist eine ganz gesunde Mischung. Zwischendurch schaute ich immer, ob die Population gesund ist. Würmer in verschiedenen Größen ist ein deutliches Anzeichen dafür. Ein Nahrungsüberangebot sorgt für die intensive Vermehrung. Das soll aber keine sorglose Müllablagerung sein. Sie wird für die Würmer lebensbedrohlich und kann zur Eiweißvergiftung führen. Also war weniger ist mehr immer mein Motto das ganze Jahr durch. Die oberste Schicht Blätter feuchtete ich immer ein bisschen an. Nicht nass, aber feucht mögen die Würmer am liebsten. Im Winter ist es kalt und ich musste die Kiste dämmen. Im Sommer dagegen entsteht ein Problem mit Wärmestau. Diese kann lebensgefährlich für die Würmer werden. Der Verrottungsprozess bei den Bioabfällen sondert die Wärme ab. Deshalb steht die Kiste im Vollschatten. Im Herbst und im Winter sind die Fruchtfliegen gar nicht da. Im Frühling und im Sommer dagegen werden die zu einer echten Plage. Um das zu vermeiden, decke ich jedes Mal die neuen Bioabfälle mit einer Erdschicht zu. Vorsichtig grabe ich eine kleine Kuhle in der Mitte aus, lege die Abfälle rein und decke sie mit der Erde wieder zu. Ende Januar entnahm ich 5 Liter Kompost aus der Kiste. Eine Hälfte Gartenerde, die Hälfte Kompost, schon war die Tomatenanzuchterde fertig. Die Tomatenpflanzen haben sich toll entwickelt und tragen sehr viele Früchte jetzt im Sommer. Also mache ich nächstes Jahr genauso. Die Kiste steht draußen und ist abgeschlossen
unzugänglich für die anderen Tiere. Die intensive Beobachtung der Kompostwürmer brachte sehr viele Erkenntnisse. Die Natur birgt für mich ganz viele Rätsel. Mein Projekt Wurmkiste läuft jetzt einfach weiter. Fragen und deine eigene Erfahrung mit der Wurmkiste kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.